Sie sind gerne draußen, lieben ihre Heimat und den Apfelwein. Dass man halt auf den Geschmack von guten Apfelwein gekommen ist, dass man halt einfach sowas selbst produziert und das schmeckt halt einfach wesentlich besser als alles, was man kaufen kann. Sie übernehmen von den Großeltern. Die ältere Generation hat nicht mehr die Zeit und vielleicht auch nicht mehr so die Fähigkeiten und Kraft, da alle Bäume zu bearbeiten. Also wir sind hauptsächlich aus Maintal. Das ist einfach schön und da tut man dann seinen Teil dazu beitragen, wenn man sowas pflegt und erhält. Zusammen sind sie die Streuobstwiesenretter. Es ist ein kalter Tag im März. Am Rande von Bruchköbel nördlich von Hanau findet ein Winterschnittkurs statt, veranstaltet vom Obst- und Gartenbauverein Roßdorf. Die Apfelweinkultur ist zwar zum Weltkulturerbe erhoben worden, aber die Streuobstwiesen, die die Früchte dafür liefern, werden immer weniger und sind zum Teil in einem schlimmen Zustand. Da sehen wir auch das Problem, das wir ja allseits auf unseren Streuobstwiesen haben, dass wir nämlich einen Überalterungsprozess haben. Wir haben ja in unseren Beständen teilweise sehr viele abgängige Bäume. Abgängig heißt mit abgestorbenem Holz etc. pp. Und längerfristig kommt es dann zum Zusammenbruch dieser Bestände. Und das wollen wir durch unseren Schnitt vermeiden. Mit dabei die Freunde Jonas, Dennis, Franz und Felix. Die Schulfreunde aus Maintal-Bischofsheim haben angefangen, Apfelwein selbst zu machen und wollen heute noch was dazulernen. Wir haben 2018 eigentlich angefangen damit, oder unseren ersten Jahrgang gemacht und das hat uns halt allen ziemlich viel Spaß gemacht und wir haben uns Gedanken gemacht, wie kommen wir an neue Grundstücke, wie könnte man irgendwie einen Vertrieb gestalten, Marketing machen, ohne dass es bis jetzt konkretisiert worden ist, aber wir haben uns da irgendwie so ein bisschen in die Idee verliebt. Hessisches Nationalgetränk, ja, aber das kommt nicht angeflogen. Der Apfel ins Glas, der muss ja irgendwo wachsen, geerntet werden. Das findet nicht auf einer Plantage statt, das findet hier in der direkten Natur statt, in der Streuobstwiese, in einem Biotop, in einem einzigartigen Biotop, in der Artenvielfalt. Und so kann man die natürlich fangen, die jungen Leute. Sie sind alle um die 30 Jahre alt und stehen fest im Berufsleben. Aber am Wochenende widmen sie sich den Streuobstwiesen. Wir fangen immer beim schwächsten Trieb an mit dem Schneiden. Das heißt im Prinzip, ich muss die jetzt auf eine Ebene nämlich kriegen. Das heißt, ich würde vielleicht korrekt gut hier auf Innenknospe gehen zum Beispiel. Sehr gut, ja. Saftwaage passt, ja. Viele Streuobstwiesen wie diese in Bruchköbel sind vernachlässigt. Apfelbäume, die bei ordentlicher Pflege gut 100 Jahre alt werden könnten, sterben früher ab und werden nicht ersetzt. Die Vereine können diese Arbeit nicht alleine leisten. Dafür braucht es viel mehr Hände. So wie die von Jonas und seinen Kumpels. 2 Wochen später am Rande von Maintal-Bischofsheim. Die Jungs haben über die Stadt eine Streuobstwiese gepachtet und schauen nun, was zu tun ist. Die Wiese ist etwa 1000 Quadratmeter groß, mit nur 6 Bäumen darauf, ein verwahrloster Bestand. Die Bäume sind offensichtlich schon seit Jahren nicht mehr geschnitten worden. Moritz, der 5. im Bunde, ist heute auch dabei. Er sitzt schon oben im Baum. Ja, den, wo du jetzt die Hand dran hast, der lässt du stehen. Und den unteren nehmen wir raus, oder der jetzt hier runter wächst? Unten drunter nimmst du komplett raus. Werner Nussbaum, Gärtner in Rente, ist Pomologe, also Apfelkenner. Er gibt Tipps und freut sich über das Engagement der jungen Männer. Ich beachte das mit als meine wichtigste Aufgabe, den jungen Leuten das zu zeigen, wie es geht. Ja, weil ich bin jetzt mittlerweile 68, ich höre auch irgendwann mal auf, dementsprechend die ganzen Schnittkurse zu machen. Ja, dann lasse ich lieber die jungen Leute ran. Ja, und deshalb junge Leute ausbilden, dass sie es selber machen können. Viele ältere Leute, die ihre Streuobstwiesen nicht mehr selbst bestellen können, verpachten aus dieser Not heraus nach dem Prinzip Pflege gegen Nutzung. So wie hier. Der Pachtvertrag läuft für ein Jahr, er kostet nichts. Bäume dürfen nicht gefällt werden, aber Neupflanzen ist erlaubt. Der hier soll mal roten Boskop tragen. Hier sollen noch mehr Bäume gepflanzt werden. Es war halt nur dieses Jahr schon relativ spät und es ist der letzte Baum, den wir noch kriegen konnten. Aber wir sehen schon, dass wir da im Herbst noch ein paar dazusetzen.
Ein Wochenende dauert die Plackerei, bis alle Bäume hier beschnitten sind. Aber für die Freunde ist es eher Spaß als Pflicht und Ausgleich zum Beruf. Da gehört natürlich auch ein anständiges Picknick mit eigenem Apfelwein vom Vorjahr dazu. Einmal wollen wir für uns natürlich, hoffen wir auf eine gute Apfelernte, weil wir ja Apfelsaft und Apfelwein produzieren selbst. Und hoffen natürlich, dass wir hier quasi unseren Erntertrag steigern können damit. Und dass die Bäume jetzt auch durch den Schnitt, den wir gemacht haben, wieder ordentlich Früchte tragen und nicht überlastet sind und wieder ordentlich austreiben können. Und das Zweite ist natürlich auch, dass wir diese Streuobstwiese an sich einfach erhalten wollen. Alle haben sie ein bisschen Streuobstwiese in der DNA, als Jungs aus der Gegend vom Berger Hang. Aber die Lust, wirklich etwas dafür zu tun, kam erst in den vergangenen Jahren. Als Kind musste ich auch immer helfen. War natürlich als pubertäres Kind nicht so angenehm, hat nicht so viel Spaß gemacht, dann auf den Acker zu gehen und Äpfel zu lesen und die dann halt wegzubringen zum Keltern. Aber jetzt natürlich ist es in einem Alter, wo man halt dann, ja, wo es halt dann Spaß macht, das alles zu bewirtschaften und nachhaltig halt wieder Bäume zu pflanzen und das halt dieser komplette Prozess bis hin zum Apfelwein, was ja dann das Ziel ist, so das Grobe und ja, das halt alles zu begleiten und alles zu machen davon, ja. Ihr eigenes Stöffchen vom vergangenen Jahr geht allmählich zur Neige. Deshalb hoffen sie auf eine gute Apfelernte dieses Jahr auf der neuen Wiese. Doch was für Apfelsorten das dann sein werden, wissen sie jetzt noch nicht. Wie man welche Apfelsorten züchtet und wofür die dann gut zu gebrauchen sind, erklärt Werner Nussbaum im Veredelungskurs. Es beginnt erstmal ganz harmlos mit Bienchen und Blümchen. Wenn die Biene nämlich die Blüte bestäubt, findet eine Kreuzung statt. Und wenn ich 20 Kerne aus einem Apfel raushole, dann habe ich 20 neue Sorten. Und das, was wir jetzt hier machen mit unseren Edelreisern, das ist eigentlich Klonen. Das ist das Vermehren von Obstsorten. Ja, das Vermehren von Obstsorten geht nur über die vegetative Schiene, das heißt hier über das Edelreis. Und die Edelreiser haben so klangvolle Namen wie Dietzels Rosen, Bischofsmütze oder roter Metternich. Also frisch ausgetriebene Äste dieser speziellen Apfelbaumsorten, mit denen man die gleichen Sorten neu züchten kann. Ein wertvolles Archiv an alten Apfelsorten. Die meisten hier kennen sich schon ganz gut aus. Wir haben zu Hause eine Streuobstwiese und da wollen wir eine neue Sorte dazu tun. Ich habe das schon mal versucht, aber hat es nie geklappt. Also ist das heute der zweite Versuch. Jetzt geht's zur Sache. Edelreis kommt auf Sämlingsunterlage, ganz unromantisch. Und das ist die eigentliche Kopulation. Und die darf jetzt jeder üben. Bekommt Tricks, um sich nicht in den Daumen zu schneiden und Tipps, welcher Bast der praktischste und welcher Wachs zum Versiegeln der Veredelungsstelle der beste ist. Dann kommt die bange Frage, mit welcher Sorte veredeln. Ich bin noch am gucken, was ist interessant, was könnte man, also haben wir noch nicht, was kommt noch auf unserer Wiese. Und haben Sie sich schon entschieden? Noch nicht so ganz, nein. Ich will den Herrn Nussbaum noch mal fragen, wegen Lagerfähigkeit und so. Der Siebenschläfer, weil den finde ich interessant, weil der eben erst spät blüht. Das heißt, wenn es mal Fröste gibt und die anderen noch frieren, dann hat er eine Chance zu überleben und dann haben wir trotzdem Äpfel im Herbst. Jörg Lind und Werner Nussbaum sind schon seit Jahrzehnten im Obst- und Gartenbauverein Roßdorf und widmen ihm viel ihrer Freizeit. Ihr Herz schlägt für die alten Apfelsorten. Die sind viel widerstandsfähiger als die neuen Sorten, die man im Supermarkt bekommt. Aber sie tragen nur alle 2 Jahre und sind für die großen Lebensmittelketten nicht interessant. Dabei sind sie viel gesünder, weil man sie nicht spritzen muss. Dennoch, die Streuobstwiesen mit den alten Sorten werden immer weniger und die Menschen, die sich in Vereinen um sie kümmern, auch. Im Prinzip kommen die Leute erst so ab 50 rum zu dem klassischen Gartenbauverein, wie wir sind. Es gibt einen Anteil junger Menschen, die auch wieder einsteigen in den Kältereibetrieb, also wo sie selbst ihren Apfelwein, Apfelsaft herstellen. Da gibt es schon eine kleine Gruppe, aber die sind dann auch sehr selektiv in ihren Gruppen unterwegs. Dennis, Felix, Jonas, Franz und Moritz kommen heute zum Obst- und Gartenbauverein Roßdorf-Bruchköbel, weil hier das jährliche Apfelweintasting mit Prämierung stattfindet. Hi, jeder von uns würde gerne eine Probe abgeben.
Die 5 sind zwar keine Vereinsmitglieder, wollen aber trotzdem wissen, wo ihr selbstgekelterter vom Vorjahr so einzuordnen ist. 5 verschiedene Apfelweinproben werden alle bei Werner Nussbaum und seiner Frau abgegeben. Hier wird ja auch wirklich viel Apfelwein selbst produziert und verkostet. Die haben ja schon eine Ahnung und eine eigene Expertise letzten Endes. Und da legen wir natürlich auch schon ein bisschen Wert drauf, dass da vielleicht noch ein Tipp kommt. Achtet mal da drauf, das könntet ihr zukünftig ein bisschen anders machen. Könnte ja auch interessant sein. Ach, der Sieger von Porsche. Letzte Drücke. Letzte Drücke. Muss ja ein bisschen spannend machen. So. Gut 30 Proben kommen heute zusammen und bei Handkäse und Würstchen wird kräftig gefachsimpelt. Wenn die Äpfel ihre Schamröte kriegen, dann denken die, es ist schon so weit, wir müssen jetzt ernten. Ich gehe an den Baum und greife an den Apfel dran. Und dann spüre ich, ob der noch bei seiner Mutter bleiben will oder nicht. Die Jungs haben im vergangenen Jahr ihren allerersten Apfelwein hier mit ins Rennen gegeben und immerhin Platz 19 von 33 gemacht. Jetzt sind sie schon ambitionierter. Wenn man irgendwie unter die Top 10 kommt mit irgendeinem von unseren Weinen, wäre natürlich super. Aber ich sag mal so, wenn wir irgendwo im Mittelfeld uns bewegen, jetzt wie jetzt auch letztes Jahr, sag ich mal. Das tut jetzt keinem. Ja. Ist absolut super und Hauptsache uns schmeckt und unseren Freunden schmeckt und das ist am wichtigsten. Ich darf euch begrüßen hier im Lehrgarten des Obst- und Gartenbauvereins Roßdorf und freue mich, dass ihr heute hier bei der Apfelweinprämierung für das vergangene Jahr, für 2021, live dabei sein wollt mit unserer Jury heute, die aus 5 gestandenen Appleboy-Kennern besteht. Und dann geht es los. Schauen, riechen, schmecken. Dazwischen wegkippen, damit man einen klaren Kopf behält. Denn 30 verschiedene Apfelweinsorten müssen nach Aussehen, Geruch und Geschmack beurteilt werden. Es wird beraten und der ein oder andere Spruch geklopft. Manchmal ist er ein bisschen sauer. Ein Nagellackentferner. Du bist goldig. Manchmal ist er ein bisschen fruchtig. Manchmal ist er zu lasch. Den kann man trinken, ja. Man muss eine Liebe zum Apfelwein haben. Und man muss vor allen Dingen Hesse sein. Da hätte ich gern 5 Flaschen. Die Damen in der Küche verkaufen derweil eine Menge roten Handkäse. Nach der langen Corona-Auszeit ist das gut für die Vereinskasse. Die Stimmung fröhlich. Der rote Triere und der Boskop, die kommen mit neu. Da kriegst du Gänsehautmomente, sind das hier. Nach 2 Stunden ist es dann soweit. Den besten Äppler 2021 hat der Axel Schäfer aus Hammersbach. Keine Platzierung für die Jungs. Sie tragen es mit Fassung. Ach nee, ist eigentlich alles gut. Man weiß ja am Ende nie, wo man landen wird. Und insofern interessant wird jetzt sein, mal zu hören, wie die Kriterien waren vielleicht. Wäre natürlich spannend zu wissen, was bei uns dann gefehlt hat. Das wäre eigentlich am Ende wirklich das Interessanteste. Aber wir gucken jetzt mal nach, wo wir gelandet sind. Vielleicht sind wir auf Platz 4 oder so gelandet, man weiß es nicht. Das Ranking wird jetzt auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht. Die 3 ist der Jonas Hausschoppen. Und der Franz, das ist die Nummer 17. Was ist das wieder? Und er hat den Platz 11 gemacht. Oh, geil. So nicht gute Plätze, gute Plätze. 6 war nur Können wir heim? Hausschoppen. Ja, und was war das? Die Ausbeute ist mit Platz 11, 9 und 6 besser als erwartet. Und? Bist du stolz? Ja, man ist schon so ein bisschen stolz. Ja. Also mit Platz 6 sind wir ja nur knapp an der Vergabe vorbeigekommen. Also das ist schon gut. Ja. Und ein ordentlicher Ansporn für den neuen Apfelweinjahrgang. Für den ist aber das Wetter enorm wichtig. Der März war trocken und warm. Anfang April hat es noch mal gefroren und geschneit. Und dann kam mit wieder steigenden Temperaturen die Apfelblüte. Fast einen Monat früher als sonst. Felix, Moritz und Franz schauen regelmäßig nach ihren Wiesen, begutachten, wie sich die Bäume nach ihrem Winterschnitt entwickelt haben und schleppen Wasser an, um die neu gepflanzten Bäumchen am Leben zu erhalten.
Doch bis dieser kleine Boskop hier Äpfel trägt, braucht es einen langen Atem. Dass man wirklich was erntet, das mindestens mal 10 Jahre. Dann bist du 40. Ja, das dauert, ja. Aber gut, wir machen es ja jetzt nicht nur für uns, sondern auch für unsere Nachkommen und generell, damit hier mal wieder aufgeforstet wird. Und das ist dringend nötig. Auf den Nachbarwiesen sieht man das ganze Ausmaß der Vernachlässigung der Obstbäume ringsum. Aber die Streuobstwiese der Jungs hat jetzt dank ihrer Arbeit im März eine neue Chance bekommen. Ich denke mal, wir werden eine ganz gute Ernte haben. Hier jetzt bei der Wiese ist natürlich das erste Jahr, an der wir jetzt wirklich aufmerksam dann das beobachten werden und gucken, wie viel wir ernten können. Deswegen bin ich sehr gespannt, was dabei rumkommt, auch welche Art von Äpfeln wir haben, ob die, sagen wir, geeignet sind jetzt für den Apfelwein. Mittlerweile ist es Sommer geworden, mit sehr viel Sonne und kaum Regen. Werner Nussbaum hat, als er noch als Gärtner berufstätig war, diese Streuobstwiese in Schöneck angelegt. Hier wachsen 10 verschiedene Apfelsorten, die auf die Ernte warten. Die diesjährige Apfelernte hat alleine schon mal durch die Trockenheit damit zu kämpfen, dass es eben die Früchte kleiner bleiben als normal. Ja. Was noch mitspielt, sind halt teilweise Sorten eben, die Hitze nicht mehr so gut vertragen und vorzeitig den Fruchtfall einleiten. Ja, sodass wir teilweise die Früchte dann unter dem Boden liegen haben, wie gesät. Das ist nicht gut. Um diese Jahreszeit kommen ständig Leute zu Werner Nussbaum, um ihre Apfelsorten bestimmen zu lassen. Zum Teil reist der 68-jährige Pomologe durch ganz Deutschland, hält Vorträge und ordnet die ganze Erntezeit über Äpfel ein. Denn für Laien sind die alten Sorten, die auf den Streuobstwiesen wachsen, schwer zu bestimmen. Meine Apfelleidenschaft stammt eigentlich von meinem Opa, ja, weil der Opa selbst auch Streuobst gehabt hat und hat dann im Keller die Äpfel auf dem Ernteregal, hat er die richtig in Reihe und Glied hat er die hingesetzt. Ja, und wir sind morgens in die Schule beim Opa vorbei. Da hat die Oma schon im Hof gestanden, Scheibe Brot geschnitten, Butter drauf. Ja, hier, ihr Bube, dass man nicht verhungert. Ja, und dann hast du halt dem Opa gesagt, ich würde gerne noch einen Apfel essen. Dann ist er mit in den Keller und hat gesagt, hier, den und den könnt ihr jetzt essen, die anderen müssen noch liegen bleiben. Ja, und da muss ich ein bisschen anweggeredet haben. Franz und Felix kommen heute mit ihrer ersten Ernteausbeute und wollen auch wissen, was auf ihrer Streuobstwiese für Sorten wachsen. Auch wenn sie sich schon ganz gut auskennen, das ist eine Aufgabe für den Profi. Da scheint es interessant zu werden. Ja, ist eine hessische Lokalsorte, das Anhalter. Es ist interessant auf jeden Fall, um was Sortenreines zu machen als Apfelwein. Das wäre natürlich, sagen wir mal, primär auf jeden Fall eine interessante Sache. Und natürlich wollen wir es allgemein einfach wissen, was für Sorten da stehen. Und natürlich auch, ob das ein guter Mostapfel ist oder nicht. Oder ob das eher ein Speise-Tafelapfel ist. Und wie auch dann vielleicht dann auch jeweils das Säure- und Süße-Verhältnis ist, dass das halt dann irgendwie auch für den Apfelwein dann auch passt. So. Zusammen mit Marcel Karl, seinem Stellvertreter im Pomologenverein, bestimmt Werner Nussbaum die Äpfel anhand von Farbe, Geruch, Geschmack und Kernen. Nennt sich Gloria Mundi oder auch Ruhm der Welt. Also ich würde sagen, es ist Großherzog Friedrich von Baden. Kleine, kurze, knopfige Stiel. Das ist Rancho Bonaparte. Der Bonaparte. Die Bischofsmütze nach Zorn. Diese angedeuteten 5 Höcke, ja, ähnlich wie bei Berlepsch, wo wir ja momentan drunter sitzen, ist eigentlich eine reine Mostsorte. Ja, also eigentlich prädestiniert für einen Äpfelwein. Dass die Ernte so üppig ausfällt, liegt natürlich vor allem an den Bienen. Aber wenn die Obstbaumblüte im Frühjahr vorbei ist, gibt es für die Bienen oft keine Nahrung mehr. Die Monokulturen auf den Feldern und die vielen versiegelten Flächen nehmen den Bienen die Lebensgrundlage. Dagegen wollen sie hier im osthessischen Hammersbach etwas tun. 6 große Felder hat Landwirt Friedrich Belger zur Verfügung gestellt, um darauf Blumen auszubringen. Denn die üblichen Blühstreifen am Feldrand, sagt er, bringen nichts. Erstmal sind sie zu schmal und dann, wenn das Feld geerntet wird, wird der Blühstreifen auch mit kaputt gefahren. Stellen Sie sich vor, der Blühstreifen ist vor einem Zuckerrübenfeld. Wenn die Zuckerrüben geerntet werden, wird das auch kaputt gemacht. Oder beim Maisfeld oder beim Kartoffelfeld. Und bei mir, bei meinem Blühfeld, das lassen wir immer generell über den Winter stehen.
Da haben wir gleichzeitig einmal nach dem Verblühen, haben wir einmal Futter für die Tiere, für die Vögel und haben dann für die Tiere auch Deckung, Winterschutz. Finanziert werden die Blühfelder über Patenschaften für 1 Euro pro Quadratmeter. Wegen der Dürre sind viele Blumen schon verblüht, aber an der Honigausbeute im Sommer sieht man, dass es den Bienen hier sehr gut geht. Wichtig auch für die Streuobstwiesen. Also die profitieren natürlich gegenseitig voneinander, weil wenn die Streuobstwiesen, die sind jetzt hier, sag ich mal, vielleicht keine 3 Kilometer entfernt, da fliegen die Bienen gerne im Frühjahr hin, wenn dann hier noch nichts blüht, weil das ist ja im Frühjahr quasi nur grün, muss ja erst Blüten bilden. Und dann haben sie da an den Streuobstwiesen genug zu tun, um die Obstbäume zu bestäuben und kommen dann entsprechend her. Und wenn das dann anfängt hier zu blühen, hören da die Obstbäume auf und so wechselt sich das quasi ab und gibt sich die Hand. Ein paar Kilometer weiter in Schöneck hat Werner Nussbaum mittlerweile alle Äpfel von Felix und Franz bestimmt. Wir haben jetzt zweimal die rheinische Schafsnase haben wir identifiziert, Koks Orange, einmal ein Jonagold, der tatsächlich keine alte Sorte ist. Man hat eine bunte Mischung irgendwo auf der Wiese, es sind ein paar gute Mostäpfel dabei, die wir auf jeden Fall gut gebrauchen können. Jetzt, wo sie wissen, was auf ihrer Wiese wächst, sind sie noch gespannter, wie die Ausbeute wird. Es hat geregnet. Endlich. Nach 4 Monaten fast ausschließlicher Trockenheit. Ausgerechnet heute haben die Jungs sich zum Ernten verabredet. Alle haben heute Zeit und die Äpfel fallen schon vom Baum. Meistens macht es auch Spaß. Auch heute macht mir das Spaß, wenn es ein bisschen regnet. Wenn es jetzt nicht schüttet, ist alles gut. Und ansonsten trifft man sich halt mit den Jungs, arbeitet hier ein bisschen an den Bäumen. Einfach nur mal ganz kurz gucken, wo was zu holen ist, würde ich sagen. Und dann legen wir einfach los. Also wir haben gesehen, dass jetzt in den letzten Wochen schon sehr viel runtergefallen ist, weil der Baum das gar nicht mehr ertragen konnte. Es war halt dieses Jahr sehr trocken alles. Zuerst werden die am Boden liegenden Äpfel aufgesammelt und sortiert. Die Vergammelten kommen weg. Gerade wenn Schimmel dran ist, ist das schlecht für die Baumwurzeln. Dann wird gerüttelt. Und hier kommt's aufs Gefühl an. Jonas, was hast du getan? Ja, das passiert auch immer wieder, dass man ein bisschen zu fest rüttelt, dann bricht was raus. Das ist jetzt ziemlich groß, also das sieht für mich dann auch so aus, als wäre der schon ein bisschen angeschlagen gewesen, aber ich muss natürlich ein bisschen vorsichtiger agieren. Heute haben sie ein paar Helfer dabei, denn das Sammeln ist wirklich viel Arbeit. Mein Sohn hat sich das mal in den Kopf gesetzt, so ein paar Streuobstwiesen zu pachten und so ein bisschen Ausgleich zum Berufsleben und zum Glotzen in den Bildschirm zu schaffen sich. Und es tut ihm sehr gut. Und ich nutze die Gelegenheit, mal mit ihm was zusammen zu machen. Man kommt an die frische Luft. Bin nur mal gespannt, wie lange der Rücken und die Knie das mitmachen. Streuobstwiesenretter Dennis stößt etwas später zum Erntetrupp dazu. Weil ich gestern Abend noch auf dem Polterabend war und da waren vom Sportverein auch Verpflichtungen, dass wir da quasi zusammen so ein bisschen Flashmob-mäßigen Auftritt gemacht hatten, den wir ein paar Wochen vorher geprobt hatten. Und da konnte ich nicht einfach fehlen und das wurde dann auch ein bisschen später gestern Abend, weil das Brautpaar muss natürlich auch feuchtfröhlich begossen werden. Die hatten gestern Vormittag geheiratet und 2:30 bin ich, glaube ich, ins Bett. Ja. Also war schon fitter. Insgesamt wollen sie dieses Jahr 4000 Liter Apfelwein machen. Heute wird nicht nach Sorten sortiert. Das, was hier landet, wird morgen alles gepresst. Egal, wie die Äpfel innen aussehen. Das sieht man meistens auch erst, wenn man die dann aufschneidet. Und das sind vor allen Dingen die auf dem Boden liegen. Also die jetzt vom Baum runterkommen, da sind eher weniger Würmer drin. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass da noch welche dabei sind. Das ist ja alles Bio. Da muss man drüber hinwegsehen. Zwischendurch gibt's ein Picknick zur Stärkung. Und natürlich Apfelwein. Prost. Der schmeckt ja schon wieder. Würden sie ihre Äpfel zu einer Kälterei bringen, bekämen sie pro 100 Kilo Äpfel nur rund 8 Euro. Das steht in keinem Verhältnis zu der ganzen Arbeit. Auch ein Grund, weshalb Streuobstwiesen immer weniger bewirtschaftet werden. Äpfel für Kältereien zu sammeln, lohnt sich einfach nicht. Anders ist es bei den Jungs, die heute bis 7 Uhr abends durcharbeiten werden,
um morgen selbst zu keltern. Weiter geht's zur nächsten Wiese, damit morgen auch genügend Äpfel da sind. Es ist Sonntag und auf diesem Hof von Moritz' Familie in Niederdorf-Velden wird schon seit dem Morgen kräftig gearbeitet. Hier wird jetzt die Ausbeute vom Vortag nochmal sortiert und gewaschen. Die Jungs sind mächtig im Stress. Mal sehen, ob die Kelter, die sie gebraucht gekauft haben, auch funktioniert. So, ja, das ist ungünstig. Das sind die allerersten Liter, die wir dieses Jahr produzieren. Da drüben und hier, genau. Die Freude ist groß auf jeden Fall, ja. Es ist natürlich auch spannend, ob jetzt die ganze Apparatur mit dem Verteilen des Apfelsafts in die einzelnen Fässer, ob das funktioniert. Das sieht aber sehr, sehr gut aus. Für die vielen Äpfel braucht es viele Hände. Und deshalb sind heute auch die Frauen der Streuobstwiesenretter dabei, um zu helfen. Während des restlichen Apfeljahres allerdings scheint das Thema Streuobstwiese hier eher Männersache zu sein. Ja, also grundsätzlich schon, würde ich sagen. Aber wenn die mal unsere Unterstützung brauchen, dann helfen wir natürlich gerne. Ich finde, es ist immer so eine Gemeinschaft und jeder packt mit an. Das, ja, weiß nicht, ich finde die Tage immer schön, wenn alle zusammen sind. Während des Jahres ist es kein großes Ding. Da machen die Jungs das für sich. Aber dann halt die paar Termine mit Pflücken und Keltern, diese Wochenenden sind dann schon ordentlich. Aber es macht Spaß. Viele Freunde und auch Eltern sind gekommen, um mitzuhelfen. Nicht zuletzt, um dann später in den Genuss des frischen Süßen zu kommen. Die gewaschenen Äpfel werden gehäckselt und dann wird das Ganze gepresst. Bei der Presse gibt es allerdings gerade ein Problem. So sollte es eigentlich nicht aussehen. Ganz einfach mit der neuen Presse. Tippitoppi. Also eben hat sich der Korb gelöst. Normalerweise hält der ja. Der soll ja halten, damit du sozusagen den Rest ausleeren kannst. Das, was ihr eben gesehen habt, das war nicht sozusagen im Sinne des Erfinders. Auf ein neues. Die Apfelhäcksel kommen in die Presse, die braune Gummiblase in der Mitte dehnt sich mittels Wasserdruck aus und presst den Apfelsaft heraus. Der wird dann durch den Schlauch in das große Fass im Keller gepumpt. Bis zum Nikolaustag in etwa wird er dann zu Apfelwein vergoren sein. Keller und Hof sind alt und gehören Moritz' Onkel. Hier kann der erste Teil schon mal untergebracht werden. Dadurch, dass wir jedes Jahr eigentlich verdoppeln wollen an der Menge, sind wir dieses Jahr bei 4000 Litern angekommen. Und da haben wir jetzt auch mal so ein großes Fass uns besorgt, wo wir direkt 1000 Liter auf einmal speichern können. Und das bewährt sich? Das werden wir sehen. Das haben wir jetzt so noch nicht probiert. Das erste Mal, dass wir in so einem großen Fass vergären lassen. Aber ja, wir sind guter Dinge. Von den Äpfeln bleibt nur der Trester übrig, der später auf die Felder zum Düngen und als Futter für die Tiere ausgefahren wird. Bisher produzieren sie nur für den Eigenbedarf und für Freunde. Doch das soll sich ändern. Deshalb haben sie ein Logo und einen Namen entworfen: Besserpresser. Franz macht regelmäßig Fotos und Filme für ihren Instagram-Kanal unter demselben Namen. Darüber sprechen wir die Leute an. Viele unserer Freunde folgen uns, immer mehr, auch die wir nicht kennen, folgen uns. Am Anfang sind es natürlich eher die man kennt. Und ja, für die haben wir unter anderem halt auch schon so ein paar Merchandise-Artikel hergestellt, die wir jetzt wirklich nur zum Spaß erstmal so ein bisschen verkaufen und tragen und uns selbst darüber so ein bisschen freuen, was wir da machen. Und nach wächst da das Interesse. Kelter, Schlauch, Equipment. Das alles finanzieren sie bisher selbst. Jeder gibt monatlich 20 € in die Streuobstwiesenkasse. Aber ab diesem Jahr hoffen sie auch wieder was reinzukriegen, denn sie wollen Saft und Apfelwein auch verkaufen. Also wir planen auf jeden Fall einen Online-Shop zu erstellen, worüber man halt dann den Apfelwein bestellen kann oder eben auch Merchandise bestellen kann. Ansonsten kann man das natürlich auch bei uns abholen. Wir wollen so eine fixe Zeit einrichten, zu der man vielleicht am Wochenende kommen kann. Irgendwie vormittags kommt man vorbei und kann dann halt kanisterweise oder flaschenweise den Apfelwein bei uns kaufen. Und egal, wie viel Liter sie verkaufen werden, Dennis, hinstellen, wir sind noch nicht fertig. für die Streuobstwiesenretter hat sich der Einsatz auf ihren Wiesen in jedem Fall gelohnt. Ich habe die Pumpe nicht an und ausgemacht.